Willkommen auf meinem Kanal rund um den Ford Focus. Diesmal aus dem Ford Focus Mk1. Und wieso aus dem Ford Focus Mk1? Heute geht es um die Nachrüstung von Android Auto mit einem zusätzlichen Display im Ford Focus Mk1. Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Im neuen Ford Focus Mk4 haben wir ein schönes großes Display, entweder das Sync-System oder Android Auto, und das möchte man natürlich dann auch in seinem alten Auto drin haben. Ob das jetzt der Focus ist oder irgendein anderes Modell oder Hersteller, spielt keine Rolle. Es gibt hier diverse Nachrüstsets und ich möchte euch da mal eins vorstellen. Also, wie immer, das Ganze findet ihr unten in meiner Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Bevor wir aber loslegen, zeige ich euch, um welches Gerät es geht. Packen wir es also mal gemeinsam aus. Das ist also das Display, nennt sich Smart Screen. Die ganzen technischen Daten blende ich euch mal ein, unterstützt also Android Auto, Wireless, also ohne dass man ein Kabel anschließen muss, und unterstützt auch Display Mirroring, bedeutet, man kann auch das Display 1:1 auf dieses Display hier spiegeln. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir seitlich die Anschlüsse, Micro SD-Karte, Klinkenstecker, USB-Anschluss für die Stromversorgung. Hinzu kommt, wir haben hier noch die Halterung. Das Ganze ist eine Magnethalterung, die wir dann in die Lufteinlassschlitze befestigen können. Dann eine Halterung für die Fensterscheibe und dann noch das Powerkabel sowie noch ein Klinkenkabel, falls man das Ganze denn auch per Klinke anschließen muss oder möchte. Und dann noch ein Pad, falls man keine ebene Fläche halt hat, inklusive dann noch der Anleitung. Das alles beinhaltet jetzt das Paket. Neben dem Paket wollen wir das Ganze jetzt mal in aller Schnelle einrichten. Die Einrichtung ist super einfach und dann zeige ich euch, wie das Ganze dann im Echten funktioniert. Also legen wir los mit dem Anbringen der Halterung. Das hier ist die Magnethalterung, sehr, sehr stark. Das Ding hält bombenfest, zieht also das Display richtig schön an. Und das ist im Prinzip dann die Halterung für den Lufteinlassschlitz. Wird einfach nur reingesteckt, dann nach hinten festgeschraubt und dann sitzt das eigentlich auch schon bombenfest. Neben dieser Halterung, dadurch, dass es magnetisch ist, wie ihr seht, kann man das Ganze vertikal wie auch horizontal montieren, hält super. Auch das Abmachen ist, wie gesagt, dadurch, dass das Magnet relativ stark ist, nicht so einfach, und man kann das Ganze als auch Handyhalterung verwenden. Möchte man den Lufteinlassschlitz freilassen, hat man hier noch die Möglichkeit, dann das Ganze an die Fensterscheibe zu montieren. Das funktioniert dann nicht mehr per Magnet, sondern wird einfach hinten reingehängt, reingeklipst, und dann wird der Saugnapf, nachdem man das Fenster vorher sauber gemacht hat, einfach festgemacht, festgeschraubt in der Position, in der man das Ganze haben möchte. Einmal oben festgeschraubt, einmal unten festgeschraubt, und dann sitzt das Ganze bombenfest. Das war prinzipiell mehr oder weniger die Einrichtung. Dann natürlich noch das Stromkabel dran und dann sind wir aber auch tatsächlich fertig. Und ja, kommen wir zur Einrichtung. Das Gerät unterstützt mehrere Sprachen, unter anderem Deutsch, Englisch, Polnisch, Chinesisch. Wir stellen das Ganze mal hier auf Deutsch ein und bekommen dann den Welcome Screen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder Android Auto oder Bildschirmspiegelung zu machen. Wir versuchen es mal mit Android Auto. Einfach einschalten. Auf dem Display wird angezeigt, was zu tun ist. Man muss sich also per Bluetooth mit dem Gerät hier verbinden, also koppeln. Und ist das einmal erledigt, hat man dem Ganzen zugestimmt, geschieht alles andere im Hintergrund. Wie ihr seht, auf meinem Handy startet schon Android Auto mit dem Hinweis, bitte auf dem Display weitermachen. Und schon sehen wir auf dem Hauptdisplay dann auch Android Auto. Und Android Auto können wir dann wie gewohnt ganz einfach dann verwenden. Musik funktioniert natürlich auch. Über das Radio lässt sich dann die Musiklautstärke einstellen, wie gewohnt. Also es ändert sich an der Bedienung eigentlich nichts. Man kann natürlich damit auch Anrufe tätigen. Ich habe hier mal einen Anruf getätigt, einfach nur um euch zu zeigen, dass es funktioniert. Wie gesagt, man wählt ganz normal, hat seine Kontaktliste, Verbindung wird aufgebaut, man kann dann ganz normal darüber sprechen. Neben Android Auto gibt es aber auch Display-Spiegelung. Das zeige ich euch jetzt. Man startet das Ganze, es wird ein QR-Code angezeigt, man lädt die App runter, bestätigt diese und man muss jetzt sich noch einmal mit dem Gerät verbinden. Auch hier, wie man das Ganze macht, ist hier rechts dargestellt. Links zeige ich euch das, dass ich das 1:1 genauso durchführe. Man muss noch ein paar Berechtigungen dem Ganzen zuweisen und dann kann man den ganzen Inhalt des Handys spiegeln. Und ob das jetzt Android Auto ist oder man irgendwas anderes dann laufen lassen möchte, spielt keine Rolle. Wie ihr seht, ich habe hier einfach mal ein Video in vertikaler Position mal abgespielt
ein Video von mir, ein Shorts. Und ja, das Ganze funktioniert natürlich auch horizontal, indem man das Ganze spiegelt. Und hier kann man euch am besten das Ganze zeigen, indem ich mal ein Video abspiele. Wie ihr seht, brillante Qualität, gestochen scharf. Man sieht also alles. Über Autoradio kommt dann auch der Ton. Man kann hier ganz normal vorspulen. Also wirklich alles wunderbar. Die Bedienung top. Man kann also jederzeit sein Handy einfach drin lassen und man kann dann ganz normal über dieses schöne Display dann Android Auto verwenden, benutzen und auch halt navigieren, wie ihr seht. Inklusive Richtungsanweisung und allem, was dazugehört. Es funktioniert also bestens. Das Schöne daran ist, wie gesagt, Handy bleibt in der Hosentasche und ihr habt trotzdem Android Auto dann bei euch im Auto nachgerüstet. Sehr einfach nachzurüsten, ein tolles System für Android-User, für Apple-User. Wie gesagt, mit Apple CarPlay funktioniert es genauso, wie ich es euch jetzt hier gezeigt habe. Ja, das Tolle daran ist, ihr könnt das Ganze vertikal nutzen, horizontal nutzen, Spiegelung machen, die einzelnen Systeme der Gerätehersteller von Android oder Apple nutzen. Sprachfunktionen, Sprachassistenten sind natürlich auch da und funktionieren. Also sehr einfach zu handhaben, sehr einfach in der Installation und bringt einen sehr schönen Mehrwert. Man kann das Handy immer in der Hosentasche lassen. Wenn man ins Auto einsteigt, die Verbindung geschieht innerhalb von 5 Sekunden und dann habt ihr euer Android Auto, bei mir in dem Fall, auf dem Display und könnt alles sehr schön bedienen. Ja, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wünsche euch wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!